Und wir haben hier wunderschöne Bilder bekommen, wirklich idyllisch schaut es hier aus. Ja, doch wenn man nach Wien blickt, da sieht man, es regnet schon. Ob das in den anderen Teilen von Österreich auch so ist oder ob die Sonne doch noch ein bisschen durchkommt und das Wochenende sonnig starten kann, darauf blicken wir gleich im Detail. Wir sehen hier zum Beispiel den Wolfgangsee. Ja, schauen wir mal, ob die Sonne sich durchsetzen kann. Doch wir starten vorab mal mit der Großwetterlage in Europa. Zwischen dem Nordmeer und Nordwestrussland bleibt hoher Luftdruck mit sonnig trockenem Wetter vorherrschend. Von England über Mitteleuropa bis nach Südosteuropa gibt es in feuchtwarmer Luft zum Teil kräftige Regenschauer und örtlich unwetterartige Gewitter. Auch in Portugal und Nordwestspanien bleibt immer die Unwettergefahr. Doch was genau bedeutet das nun für Österreich und wie sieht es hier aus? Heute entstehen im Nordosten teilweise mächtige Quellwolken, die Schauer oder auch Gewitter abladen. Ihre Höchstwerte erreichen die Temperaturen von 21 bis 23 Grad und im Süden erwärmt sich die Luft hingegen auf 27 Grad und kühlt in der folgenden Nacht auf 14 bis 11 Grad herab. Und wir sehen jetzt auch hier eher Sonne hier in Innsbruck und dafür Regen in Wien. Doch wie entwickelt sich die Wetterlage in den nächsten 24 Stunden im Westen? 24 Grad die absoluten Maximalhöchstwerte, die wir bis um die Mittagszeit erreichen und der Tag, der bleibt verregnet. Im Osten ein sehr ähnliches Bild. Es startet hier allerdings schon mit viel Niederschlag. 19 Grad hier die absoluten Maximalhöchstwerte. Wie entwickelt sich denn die nächsten 7 Tage im Westen? 24 Grad morgen, die Sonne bleibt uns wirklich erhalten und erst ab Donnerstag sieht man eine kleine Regenwolke. Es bleibt aber konstant bei milden 22 Grad im Durchschnitt. Der Osten auch hier sehr ähnlich, 23 Grad morgen noch. Auch hier bleibt uns die Sonne wirklich erhalten, auch noch zum Start in die nächste Woche. Und auch hier ab Donnerstag der erste Niederschlag mit dabei.